Hallo, hier sind wir wieder. Ich und der Bagger. Der ist gerade irgendwie aus oder an, weiß ich gar nicht so genau. Der steht da rum. Mal gucken. Vielleicht kommt er noch und macht mit. In diesem Video geht es um ein linguistisches, begriffliches, konzeptionelles, bla bla bla, Tritratra Problem. Ein Denkfehler auch im Grunde. Und der Aufhänger ist die Frage, was ist Movement? Und der eigentliche Aufhänger ist die Benutzung des englischen Begriffes für Bewegung, nämlich Movement. Was ist Bewegung? Habe ich gerade schon gesagt, ein Begriff. Aha, und wir haben also einen Oberbegriff und da fallen Unterbegriffe raus. Und wir gucken uns ein paar bestimmte Unterbegriffe an, die da rausfallen, nämlich zum Beispiel menschliche Bewegung. Buff. Dann habe ich einen zweiten Begriff, Training. Und jetzt kann ich den verbinden mit menschlicher Bewegung und es entsteht menschliches Bewegungstraining oder Bewegungstraining des Menschen oder so. Und dann zu einem viel späteren Zeitpunkt eigentlich kommt die Verbindung mit dem Begriff der Methode, wenn sich nämlich aus methodischem Vorgehen eine Methodik herauskristallisiert hat oder Methodiken mit der Zeit. Und das ist aber auf der Zeitachse, wie gesagt, was viel späteres, wenn ich diesen Gedankengang habe, ich will menschliche Bewegung trainieren. So, jetzt kommen wir zum Problem. Also, der Nutzung des englischen Begriffes für Bewegung, Movement im Deutschen. Erstmal, warum wird der englische Begriff benutzt? Das hat was mit den Quellen zu tun. Die große Quelle für diese zeitgenössische Art des Trainings, des generalistischen, ganzheitlichen, umfassenden Trainings von Bewegung ist Ido, der quasi diese ganze Trainingsidee geschaffen hat. Das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, weil man natürlich immer argumentieren kann, so, was ist schon immer da gewesen und da ist überhaupt nichts Neues dran. Aber faktisch hat Ido diese zeitgenössische Art, sich menschliche Bewegung anzugucken, da ist er der Vordenker, der erste Buff, von dem das dann passiert ist. Klar, jetzt kann man irgendwie angucken, aber der hat ja auch das gemacht, der hat ja auch gemacht, der hat ja auch gemacht und so weiter und so fort. Aber keiner von denen hat diese große Trainingskultur erzeugt, die wir heute haben. So, das heißt, die Quelle kommuniziert auf Englisch, also die Anfangsquelle, deswegen sind ganz viele Begrifflichkeiten auf Englisch. Und das Problem, was jetzt auch entsteht, ist eigentlich ein Problem, vor dem Ido auch immer gestellt war und gestellt ist, dass es nämlich quasi die Idee gibt des umfassenden Trainings menschlicher Bewegung und dass es dann die Frage gibt, aber wie denn? Wie mache ich das denn? Ist menschliche Bewegung, ist dieser Begriff nicht viel zu groß, um überhaupt alles trainieren zu können? Ja? Und von dieser Realisierung komme ich dann mehr und mehr zum methodischen Vorgehen und aus dem methodischen Vorgehen entsteht halt die Methode, die im Falle von Ido dann mit der Zeit eher von seinen Schülern Ido Portal Method genannt wurde. Zack. Und das ist eigentlich, wenn man mit den Begrifflichkeiten agiert, viel eleganter zu sagen, es gibt den Begriff der Bewegung bzw. des Bewegungstrainings und dann gibt es bestimmte Methodiken, die auf dem Begriff der ganzheitlichen menschlichen Bewegung aufbauen. Und da gibt es inzwischen mehr und mehr Leute, die damit agieren und da Leute, die ihre eigenen Methoden nehmen oder erfassen oder Leute, die Methoden von anderen benutzen oder die einfach sagen, hey, ich habe von dem gelernt und das ist die Methode, die ich benutze und da
ist die Methode von Ido auf jeden Fall die meistgenutzte Methode. Und im Grunde ist aber, wenn ich im Deutschen den Begriff Movement benutze, unklar, wie ich jetzt diesen Begriff benutze. Was aber klar ist, dass das in dem Sinne eine Falle ist oder so ein Workaround. Jetzt weiß ich nicht das passende deutsche Wort dafür, ja, für Workaround. Egal. Haha, lustig, dass ich jetzt was Englisches benutze, anstatt was Deutsches. Dass ich also mich der Problematik nicht stelle, dass ich sage, wir machen Bewegungstraining, sondern diesen abstrakten Begriff Movement benutze oder sage Bewegung. Ne? Also wenn ich schreibe, dass ich das in Anführungszeichen setze. Und damit eigentlich das einreihe in bestimmte Methoden des Trainings, wie zum Beispiel Yoga oder CrossFit und so weiter und so fort. Und dann taucht das so auf in den Auflistungen. Wenn also jemand auflistet, ja, was kannst du so als Training machen? Du kannst zum Beispiel machen CrossFit, du kannst machen Movement, du kannst machen Yoga. Boom, jetzt ist aber, Moment mal, warum ist Movement da drin? Eigentlich, wenn ich sage, du kannst machen Yoga, Bewegung, CrossFit, dann wird das Problem viel klarer. Hä? Passt nicht in die Reihe rein, weil Yoga und CrossFit ja viel weiter unten stehen unter der Begrifflichkeit Bewegung. Das heißt, ich habe den Oberbegriff drin und dann Unterbegriffe daneben. Okay, das heißt, was könnte ich machen? Ich könnte sagen, ich mache eine bestimmte Methode, also zum Beispiel Yoga, Wakalaka-Methode, ja, gibt es vielleicht, weiß ich nicht. Und die Wakalaka-Methode, da macht man ganzheitliches Bewegungstraining und dann als drittes zum Beispiel in der Aufzählung noch CrossFit. Und das würde gehen, das funktioniert, das kann ich machen. Movement aber zu benutzen, den Begriff ist schwierig, weil erstens gibt es keine Methode, die Movement heißt. Niemand nennt seine Methode Movement, aber die Leute nennen das, was sie machen, Movement und meinen damit eine bestimmte Methode des Trainings, die von den Vordenkern, jetzt poppt hier so nichts auf, aber man könnte das technisch so machen, dass jetzt hier so ein Link aufpoppt und man raufklicken kann und auf mein Vordenkleistungsvideo klicken kann. Es gibt also Vordenker, die dafür sorgen, dass die Community, die dieses ganzheitliche Bewegungstraining macht, auf eine bestimmte Art und Weise trainiert und das erzeugt quasi aus sich selbst eine Methode heraus, weil die breite Masse sich an den Vordenkern orientiert. Wenn jetzt also Vordenker Hans die ganze Zeit klettert und Hip-Hop macht und sagt, das sind irgendwie die wichtigsten Sachen im Movement-Training und das ist ein großer Vordenker, dann fangen die Leute ganz viel an, Klettern und Hip-Hop-Tanzen zu machen und dann entsteht quasi daraus automatisch eine Methode, weil die Leute im Grunde das alle so machen und so weiter und so fort, bla 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 bla, ich glaube, das ist klar, was ich sagen will. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass ich mich der eigentlichen Begrifflichkeit nicht mehr stelle, wenn ich einfach sage, okay, da macht man das und das mache ich jetzt. Ich schalte also das eigene Denken in dem Sinne aus. Das Problem ist, dass die Begrifflichkeit des ganzheitlichen Bewegungstrainings so groß ist, dass einer oder ein, zwei, drei Leute nicht den Begriff voll erfassen können. Das ist das Gleiche wie mit allen großen Problemen, vor die man gestellt ist, wie zum Beispiel, was ist Erkenntnis oder was ist Sinn oder was soll ich tun und so weiter und so fort. Das sind Fragen, die kann nicht einer beantworten und deswegen gibt es über die Geschichte, über die menschliche Geschichte so viele Leute, die sich mit dem Begriff mit diesen verschiedenen Fragen, nicht Begriffen, mit diesen verschiedenen Fragen auseinandergesetzt haben und die immer wieder andere Lösungen gefunden haben und bla 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 bla. Und das Gleiche ist beim Begriff des ganzheitlichen menschlichen Bewegungstrainings, dass quasi jetzt auch noch diese zeitgenössische Herangehensweise daran
so eine kurze Zeit ist, dass sich über die Jahre da noch viel entwickeln wird. Und wenn man guckt, was so vor mehreren Jahren passiert ist, wo alle Leute nur Handstand und Ringe gemacht haben, zu dem, was jetzt passiert, hat sich das schon verändert. Das heißt, es gibt in dem Sinne auch keine festen Methoden im Moment, sondern das sind alles noch dynamische Methoden. Und sie sollten auch dynamische Methoden immer bleiben, weil große Begrifflichkeiten erfordern dynamische Methoden. Ja? Und das ist das Problem mit so festen Sachen wie zum Beispiel Yoga, wo dann immer wieder durch die Geschichte Leute Dinge hinzugefügt haben und so weiter und so fort. Ja, wie zum Beispiel Dings hier, wie heißt er? BKS Iyengar, der gemerkt hat, wenn du die ganzen alten Yoga-Sachen, die alten ursprünglichen Yoga-Sachen basieren halt darauf, dass du irgendwie mit 8 anfängst Yoga zu machen, und wenn ich jetzt den westlichen Leuten, die andere Hüften haben und so weiter sofort Yoga erklären muss, dann muss ich halt hier die Methodik verändern. Dann muss ich da dynamischer sein, kann mich nicht auf irgendwelche 1000 Jahre alten Texte beziehen, sondern muss halt hier wieder ein bisschen selbst anfangen zu denken. So, und das ist bei so einem neuen Thema wie dem, mit dem wir uns hier befassen, natürlich absolut das Gleiche. Das wird immer wieder vor Probleme gestellt werden und so weiter und so fort. Ich komme zurück zum eigentlichen Problem, nämlich der Nutzung des Begriffes Movement, welches, wie gesagt, eine Sache ist, dass ich mich nicht vor das eigentliche Problem stelle. Und das ist in dem Sinne, hat es was damit zu tun, dass die Leute so die Sachen einpacken wollen, ja, und denen so klare Grenzen geben wollen. Die Leute, die so ein Training machen und das auch im öffentlichen Raum machen und nicht nur bei sich zu Hause, die wissen, dass man immer mal gefragt wird, was machst du da? Und dann ist es immer schwierig, eine Antwort zu finden, die nur ein Satz lang ist. Also ich kann halt sagen, ja, ich trainiere menschliche Bewegung mit einem generalistischen Anspruch. Bumm. Und im Grunde ist das, was wir machen, ganz gut definiert, aber was ist den Leuten zu wenig? Da fragen die, hä? Aber welche Sportart ist denn das? Ja, ist halt keine Sportart. Das, was wir machen, fällt nicht unter den Begriff Sport. Da sind vielleicht bestimmte Sportarten drin, in dem, was wir trainieren. Aber wenn ich auf die rausgezoomte Ebene gehe, dann mache ich keinen Sport, sondern trainiere vielleicht in Sportarten. Ja, wenn ich zum Beispiel BJJ mache oder sowas. Die Leute wollen aber die wollen was zum Festhalten. Denen reicht auch oft ein Name. Also wenn jemand fragt, was machst du da, dann kann man denen auch sagen, ja, das ist die Knofi-Methode. Ja, zum Beispiel. Das ist die Knofi-Methode. Die ist von Itzhak Knofi, einem jüdischen Philosophen und Zirkusakrobaten von 1950. Er hat nur ein Jahr gelebt, 1950 nur. Und schon ein bisschen peinlich, wenn man über seine eigenen Witze lacht, aber es passiert mir leider öfter. So, Itzhak Knofi. Ja, also das kann ich halt jetzt jemandem erzählen, dann ist der glücklich. Itzhak Knofi-Methode, geil. Aber wenn ich jetzt sage, es hat keinen Namen, wir machen generalistisches Bewegungstraining, wir machen ganzheitliches Bewegungstraining, dann sind die Leute enttäuscht, dann brennt da fast schon eine Sicherung durch. Du siehst dann so, die Alarmglocke geht an, roter Alarm, ich kann das nicht einkategorisieren, weiß nicht, wo ich das ablegen soll bei mir im Kopf. Und dann gehen die Leute weg, normalerweise, dann gehen die so einfach und ja, sind, weiß ich nicht, unzufrieden oder retten sich so aus der Situation, dass die weggehen und dann bla 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 bla. Deswegen sage ich auch immer, das dauert halt so ein bisschen länger, um das zu verstehen, was wir machen. Und dieser Workaround des Benutzens des englischen Begriffes Movement sorgt halt dafür, dass ich mich nicht mit dem eigentlichen Problem auseinandersetzen muss, zwangsweise, das nämlich ist, was ist denn menschliche Bewegung, wie trainiere ich das und so weiter und so fort, was eine unbeantwortbare Frage ist, vielleicht beantwortbar, aber nie zufriedenstellend beantwortbar. Man muss sich immer wieder hinterfragen, bin ich nicht ein Fehler, ist es nicht fehlerhaft, was ich gerade mache, ist es nicht
unvollständig, muss ich nicht noch irgendwas anders machen und so weiter und so fort. Das ist das Problem, vor das man gestellt ist. Man ist nicht fertig, es geht halt einfach immer voran und deswegen ist es absolut fehlerhaft zu sagen, wir machen Movement, weil das so klingt wie, ah ja, Movement, ach so, weiß ich ja ganz genau, was das ist. Ich schalte die Denkarbeit, die philosophische Arbeit, die ich machen muss, da drin halt dadurch komplett aus und erzeuge dadurch was nicht anders ist als CrossFit oder Zumba oder was auch immer. Das fällt dann in diese Kategorien mit rein, wo ich einfach gucke, was macht man da, dann mache ich das auch. So. Gut. Der Bagger ist halt Pause. Ich bin zu spät mit der Aufnahme von dem Video. Anscheinend macht er relativ früh Schluss. Wäre ich Viertelstunde früher gewesen, hätte man ihn noch sehen können. Gemütlich wartet er, bis er mich morgen wieder wecken kann. Um früher Zeit. Gut. Gibt es noch mehr zu sagen? Viel gibt es zu sagen. Aber ich glaube, es ist erklärt worden, was ich sagen will. Wir fassen zusammen. Wir beschäftigen uns mit Bewegung. Wir beschäftigen uns mit menschlicher Bewegung, mit den Möglichkeiten, uns zu bewegen oder auch bewegt zu werden. Dann gucken wir uns an, wie sieht ein Training davon aus? Wie sieht ein sinnvolles, vernünftiges Training davon aus? Dann können wir mit der Zeit methodisch vorgehen und daraus kann eine Methodik entstehen. Das ist der Moment, der gefährlich ist. Der Moment, wo eine Methodik entsteht, ist der Moment, der gefährlich ist. Das Problem, wenn ich den Begriff Movement benutze, impliziere ich damit quasi schon eine gewisse Methodik des Trainings. Nämlich dadurch, dass der englische Begriff oder dass es einfach quasi die Einordnung von uns im Deutschen so ist, wenn wir einen englischen Begriff im Deutschen benutzen, dann steht das schon für was. Dann ist das nicht nur einfach nur eine Übersetzung vom deutschen Begriff, weil sonst müsste ich den ja nicht benutzen. Das wäre ja absurd zu sagen, ich mache Movement. Ja? Also es wäre ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, anstatt ich gehe zum Kühlschrank, ich gehe zur Fridge. Das ist vielleicht irgendwie im Prenzlauer Berg ganz cool halt so zu reden, aber absurd ist es trotzdem. Das heißt, ich impliziere damit immer noch was. Ja, nämlich, dass da irgendwas dahinter steckt, hinter diesem Begriff und dass der damit schon nicht mehr so viel zu tun hat mit dem offenen Begriff, mit dem offenen deutschen Begriff Bewegung. So, Tritratulala. Gut, schön. Ich und diese Pflanze, wir danken fürs Zuschauen. Und ja, das war's jetzt. Tschö.